Willkommen zurück zur Skin-Tone-Serie. Heute kommt der letzte, aber auch anspruchsvollste Teil der Serie, der realistische Hautton. Für viele ist das die schwierigste Variante der Hauttöne und deshalb schließen wir diese Serie damit ab. Wir konzentrieren uns heute ganz auf die Haut und bringen sie Schritt für Schritt zu einem lebensechten Ergebnis. Ich werde alles ganz genau erklären, damit du das umsetzen kannst, auch wenn du nicht so viel Erfahrung hast. Also, ich glaube, ich habe genug gequatscht. Lasst uns loslegen. Let's go! Hey Leute, willkommen zum realistischen Hautton. Wie ihr seht, habe ich an Akida noch gar nichts gemacht, außer ich habe sie geschliffen und alle Unebenheiten beseitigt. Wer meine anderen Videos gesehen hat, der denkt jetzt bestimmt, ja, jetzt grundieren wir sie wieder in schwarz oder in weiß, aber weit gefehlt. Und zwar verwenden wir ein Dessertan als Grundierung. Und somit kommen wir zu Step 1. Also wie immer werden wir die Statue vollflächig mit dieser Farbe besprühen. Ich kann euch bei dieser Farbe eigentlich nur anraten, die Farbe ein bisschen dünner anzumischen und mehrere Schichten drüber zu bemalen, bis sie vollflächig bedeckt ist mit der Farbe. Das wird nicht so einfach sein wie mit Weiß oder Schwarz aus der Spraydose. Ich habe hierfür, glaube ich, 3 Schichten der Grundierung gebraucht, bis sie vollflächig mit der Farbe bedeckt war. So sieht die gute nach der Grundierung aus. Das ist wahrscheinlich ganz anders, als ihr gedacht habt. Die Farbe ist extrem gelblich. Mir persönlich gefällt die Farbe nicht so sehr. Deshalb ist Schritt 1 noch nicht vorbei. Und wir werden Dessertan mit Agathe-Skin zusammenmischen. Und zwar im Verhältnis 3:1. Die dreifache Menge Dessertan und ein Schuss von Agathe-Skin. Ziel ist es, einen wärmeren Hautton dann da drauf zu bekommen. Wenn ihr die Farbe anmischt, bitte genau aufpassen, dann mischt mehr Farbe an, als ihr gleich brauchen werdet und füllt sie am besten in einen Behälter ab, so wie diese Behälter hier. Weil wir werden die Farbe später nochmal einsetzen müssen. Und so gemischte Farben wieder genau hinzukriegen, ist ziemlich schwer. Hier seht ihr, wie ich peu à peu mich rantaste, bis ich die Farbe habe, die ich bevorzuge. Also so einen leicht warmen Ton. Zusätzlich verdünne ich das Ganze mit Wasser, auch 50-50. Und ich gebe noch Flow Improver dazu, damit das Ganze schön geschmeidig bleibt. So sieht die Farbe aus. Das ist ein schön warmer Ton. Die gefällt mir richtig gut, die Farbe. Ich habe extra eine helle Farbe jetzt angemischt. Die soll nicht zu dunkel sein, also wir müssen im Hellen bleiben. Die gesamte Farbe fülle ich jetzt in diesen Behälter ab. Und damit kann ich die Farbe auch länger aufbewahren und verwende nur die Menge gleich, die ich benötige. Was wir jetzt machen, ist ganz einfach. Wir besprühen die Statue wieder komplett vollflächig. So sieht das Ganze nun aus. Durch die Vermischung vom Agathe-Skin und dem Primer ist echt so ein rötlicher Ton dazu gekommen. Es macht die ganze Farbe so ein bisschen wärmer. Also ich mag es sehr. Ist eben so ein warmer Ton. Und damit können wir auch vernünftig weiterarbeiten. Step 2. Da wir bis jetzt ja nur helle Farben haben, müssen wir jetzt auch noch dunkle Nuancen in die Statue reinbekommen. Das heißt, wir werden jetzt gleich überall, wo Schattierungen im Normalfall sind, werden wir welche einsetzen. Dafür mischen wir uns wieder unsere eigene Farbe an und wir verwenden zum einen Burnt Flash vom Fairy Flash Set. Das ist so eine Farbe, die geht eher ins Bräunliche. Ich möchte das Ganze aber rötlicher haben. Dementsprechend mischen wir diese Farbe mit einem Rot zusammen. So ein richtiges Mischungsverhältnis gibt es hier tatsächlich nicht. Das heißt, das ist alles nach persönlichem Geschmack. Ich möchte das Burnt Flash einfach ein bisschen rötlicher hinbekommen. Das heißt, ich hau erstmal Burnt Flash rein
die Menge, ungefähr die Menge, die ich brauche. Und dann fange ich an, peu à peu Rot dazu zu mischen. Das Ganze verdünne ich dann mit der gleichen Menge Wasser und gebe wie immer ein bisschen Flow Improver mit dazu. Wenn ich jetzt hier einschätzen sollte, wie das Mischungsverhältnis ist, würde ich sagen 3:1 ungefähr. Also die dreifache Menge Burnt Flash und nur ein Schuss Rot. Weil wenn ihr noch mehr Rot reinmacht, dann wird das Ganze zu rötlich. Das wollen wir auch nicht. Das soll ja zum Schluss so wie ein braun-rot aussehen, also eher so braun-rötlich. So kann man es, glaube ich, am besten beschreiben. So, wie wenden wir die Farbe jetzt an? Und zwar, wie ich schon erwähnt habe, überall wo Schatten sind oder beziehungsweise Vertiefung im Modell, da sprühen wir diese braun-rote Farbe rein. Was meine ich denn damit? Also, als Beispiel, in den Augenhöhlen, in den Vertiefungen vom Hals, am Bauch, zwischen der Brust, zwischen den Pobacken, unter den Armen, also überall da, wo Vertiefungen sind. Das könnt ihr, glaube ich, auch hier in den Aufnahmen ganz gut erkennen. Ihr braucht keine Gedanken haben, dass ihr mal ein bisschen daneben malt. Das sieht ja auch gruselig manchmal bei mir aus. Dadurch, dass in dieser Aufnahme die Düse auch noch halb verstopft war. Das ist aber nicht so wild. Das bessern wir nachher sowieso aus. Hauptsache, ihr erwischt jede Vertiefung an der Statue. Und so sieht die Gute aus. Also sieht die nicht mal scheiße aus oder sieht die scheiße aus? Ich weiß auch nicht. Also irgendwie die Düse hat mir ganz schön zu schaffen gemacht. Wie auch immer. Ich habe alle Vertiefungen mitgenommen in diesem Modell. Das ist ja auch immer individuell von Modell zu Modell. Aber meistens ergibt sich das von alleine. Wir wollen uns dieses Elend nicht länger angucken und kommen somit zum nächsten Schritt. Step 3. Und zwar schnappen wir uns wieder unsere Grundfarbe, die wir angemischt haben und in dem Behälter aufbewahrt haben. Und wir werden alle Stellen bzw. so alle Verdunkelungen, die wir gerade eben eingesetzt haben, überbesprühen. Und das, was dann ein bisschen unschöner ist, wie jetzt in meinem Beispiel, Augenbereich ist ein Ticken zu viel, am Hals ist auch ein Ticken zu viel, am Bauch ist auch ein bisschen zu viel. Das können wir komplett dann beheben. Das heißt, überall da, wo wir was nicht haben wollen, da besprühen wir ein bisschen mehr. Dort, wo die Schattierungen sein sollen, mit diesem braun-rötlichen, dann machen wir nur eine leichte Schicht vom Hautton drüber. So sieht die Gute aus, nachdem wir sie mit der Hauttonfarbe nochmal drüber besprüht haben. Also überall dort, wo ich es wirklich verkackt habe, habe ich mehr Farbe aufgetragen, damit man es nicht mehr sieht. Ansonsten, überall in den Vertiefungen, habe ich nur eine leichte Schicht drüber bemalt, so dass ihr das immer noch sieht. Ich glaube, das kann man hier gut am Torso erkennen und an den Beinen auch. Da habe ich natürlich versucht, noch die Unterteilung der Muskulatur der Oberschenkel auszuarbeiten. Am besten ist es immer, wenn man die Schattierung immer danach nur leicht sieht. Im Großen und Ganzen steht sie richtig gut da und wir können mit unserem nächsten Schritt weitermachen. Step 4. Wir kommen endlich zu unserer ersten Highlight-Schicht. Dafür verwenden wir dieses Mal zum einen Weiß und zum anderen Natural Flash vom Fairy Flash Set. Und die beiden mischen wir zusammen. Da allgemein unser Hautton sehr hell ist, brauchen wir natürlich dadurch auch noch eine hellere Highlight-Schicht. Dementsprechend nehmen wir im Verhältnis 3:1 die dreifache Menge Weiß mit nur ein Schuss Natural Flash. Und das mischen wir zusammen, dass es ungefähr dieses Ergebnis dabei herumkommt. Also die Farbe muss ein Ticken heller sein als unsere Grundfarbe. Wer meine anderen Tutorials verfolgt hat, der weiß, was eine Highlight-Schicht bedeutet. Dementsprechend gehe ich jetzt hier nicht näher drauf ein. Denkt bitte dran, von oben nach unten, besprüht alles nicht vollflächig.
lasst bitte genug noch vom Grundton übrig. Und ganz wichtig, bitte denkt dran und vergesst es nicht. Steckt die verschiedenen Parts, so wie zum Beispiel Kopf und Torso oder Torso und Beine zusammen, wenn ihr die Highlight-Schicht macht, damit sie gleichmäßig über alle Parts verteilt ist. So sieht die Gute aus. Ich weiß gar nicht, ob man das gut erkennen kann. Ich habe natürlich nicht überall eine Highlight-Schicht drüber gemacht, sondern nur dort, wo das Licht als erstes auf den Körper fällt. Allgemein ist es hier wichtig, dass der Grundton noch gut sichtbar ist, weil die Statue an sich sehr hell ist vom Hautton. Das war aber noch nicht die letzte Highlight-Schicht. Eine werden wir noch machen. Und somit kommen wir zu Step 5. Das hier ist auch die letzte Highlight-Schicht, die wir verwenden. Wir nehmen dafür ein Basic Skin Tone von Vallejo und ein Weiß. Ziel ist es, wenn wir das dann besprühen, nur punktuell das auf der Haut zu machen. Sprich, dort, wo die Sonne direkt reinstrahlen würde, werden wir nur ein bisschen diese Farbe verwenden. Das wären Stellen so wie die Stirn, die Nase, der obere Bereich der Brust, die Schultern, aber wirklich nur punktuell. Da werden wir nicht viel von einsetzen, weil der Hautton wirklich schon hell genug ist. Angerührt habe ich das Ganze wieder im Verhältnis 3:1. Ich habe die dreifache Menge Weiß genommen mit einem Schuss vom Basic Skin Tone und habe das Ganze wieder mit der gleichen gesamten Menge Wasser und einen Schuss Flow Improver, so wie wir es kennen, gemischt. Hier könnt ihr nochmal gut die Farbe erkennen und auch den direkten Vergleich zu der Highlight-Schicht, die wir davor gemischt haben. Also sie ist eine ganze Ecke heller. Geht fast ins Weiße. Und deshalb solltet ihr beim Besprühen auch wirklich vorsichtig jetzt mit dieser Farbe sein. Wie gesagt, nur punktuell an den Stellen, die ich schon erwähnt hatte. So sieht unsere gute Kida aus, wenn sie nun fertig ist. Beziehungsweise wir haben alle Hautschichten jetzt drauf gemalt. Also sie macht schon eine richtig gute Figur. Sie ist zwar hier und da noch so ein bisschen gelblich, das kann man auch erkennen, glaube ich, in der Aufnahme. Aber das ändert sich im Verlauf des Tutorials. Und jetzt kommen wir auch zu einem der wichtigsten Schritte. Und dieser Schritt wird sich noch öfters im Laufe des Tutorials wiederholen, aber ist unabdingbar. Step 6. Die Rede ist vom Versiegeln der Statue. In diesem Fall mit einem Satin-Klarlack. Dieser Schritt ist extrem wichtig, weil damit schützen wir die Arbeit, die wir bis jetzt erschaffen haben. Und ohne die Versiegelung können wir auch garantiert nicht die nächsten Schritte machen, die ich mit euch vorhabe. Nachdem ich das Ganze 24 Stunden habe trocknen lassen, sieht die Gute nun so aus. Durch den Satin-Klarlack glänzt sie natürlich auch überall ein bisschen, aber auch das ist natürlich gewollt. Nun ist unsere Arbeit ja abgesichert und wir können mit den nächsten Schritten so richtig auf die Kacke hauen. Die Hautbasis steht und im nächsten Video werden wir dieses schöne Hautbild komplett wieder zerstören. Und zwar werden wir Washes machen, wir werden Adern machen und wir werden dem ganzen Hautbild mehr Tiefe erzeugen. Und erst ab da beginnt der realistische Hautton zu wirken. Also, seid gerne in 2 Wochen mit dabei und wie immer, bis zum nächsten Mal.